Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Power BI Video. Ja, heute geht es um das Pivotieren in Power BI und welche Fehler dabei auftreten können und wie wir diesen Fehler dann korrigieren können. Also, fangen wir einfach mal an. Ich habe Power BI hier schon geöffnet und ich möchte jetzt einfach mal die Daten importieren. Das Ganze ist bei mir eine kleine Excel-Datei. Das heißt, ich kann entweder hier aus Daten aus Excel importieren draufklicken oder hier auf Excel Arbeitsmappe oder ebenfalls unter Daten abrufen. Da gibt es auch Excel-Optionen. Also steht mir frei, was davon ich anklicke. Ich klicke mal hier drauf und wähle dann meine Mappe aus. So, ich klicke mal auf Öffnen. So, jetzt warten wir kurz und die Verbindung zu der Datei wird hergestellt und da ist sie auch schon. Also, wir haben das Navigationsfenster hier und wir haben hier unsere Tabelle und das Tabellenblatt. Ich nehme jetzt einfach die Tabelle, weil das ist aus meiner Sicht immer Best Practice, die zu nehmen, wenn man eine hat aus einer Excel-Datei. Ansonsten kann man natürlich auch das komplette Tabellenblatt nehmen. Ja, gerade wenn man weiß, da sind keine zusätzlichen Daten drauf. Oder ihr sagt, ich kann die ja in Power Query sowieso noch bereinigen, dann stimmt das natürlich auch. Könnt ihr auch entsprechend das Blatt hier nehmen. Aber ich nehme jetzt mal die Tabelle. Wir sehen hier eine kleine Vorschau, so sieht das ganze Ding aus. Ich sagte ja, es ist relativ klein. Und jetzt gehen wir mal auf Daten transformieren und schauen uns dann mal das Problem an und die Lösung dazu. Also, so. Jetzt haben wir hier Tabelle 11. Ich sehe hier die Spalten, also die haben jetzt gar keine Namen hier so richtig. Und ich sehe auch diese letzte hier, naja, die enthält ja auch verschiedene Datentypen. Die ist noch gar nicht, hat noch gar keinen Datentyp hier zugewiesen. Das Problem, was hier auftritt, um das direkt mal als Hinweis hier mitzugeben, ist folgendes. Und zwar, wir haben hier eine Spalte Student, Klasse und eben die Bewertung. Das Ganze ist jetzt hier in Englisch, aber ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, also, aber das ist auf jeden Fall letztendlich, was wir haben. Wir haben zwei Spalten. Die eine, diese hier, enthält den Studenten, die Klasse und eben dessen Bewertung. So, das funktioniert hier einmal, haben wir 3 Werte für den Tom, dann haben wir 3 Werte hier für die Jane und dann haben wir hier noch 4 Werte für den Larry. Und das ist genau das Problem, was jetzt gleich auftritt. Und zwar, der Larry hat die Klasse 102 besucht, also ist halt die Nummer der Klasse, und er hat jetzt hier 2 Scores, also 2 Bewertungen bekommen. Kann man sich vielleicht so vorstellen, Larry hat diesen Kurs 102 entsprechend zweimal belegt oder müssen, weil er eben einmal durchgefallen ist. Ja? Deswegen haben wir einmal 70 Punkte, das hat nicht ausgereicht, und dann 95 Punkte, da hat er es dann geschafft. So, was ich jetzt möchte, ist folgendes, und zwar, ich möchte die Datei pivotieren. Weil ich habe ja hier jetzt quasi Studentklasse und eben die Bewertung hier in einer Spalte und ich hätte das ganz gerne als Spaltenüberschriften. Also einfach letztendlich das pivotiert und das kann ich tun, indem ich unter Transformieren hier zuerst mal die Spalte 1 markiere, wie ich schon getan habe, und dann entsprechend hier in Spalte pivotieren reinklicke. Also das erlaubt es mir quasi, eine Spalte oder die Werte aus einer Spalte, die sich ja hier wiederholen, in Überschriften umzuwandeln. Und wenn ich das tue, ich klicke mal drauf, dann müssen wir ihm auch sagen, okay, wenn du diese Spalte als neue Überschriften haben willst, also eine Spalte Student, eine Spalte Klasse, eine Spalte Score, was soll denn dann in den Werten drin stehen? Also was sollen diese Spalten beinhalten? Und hier quasi können wir jetzt entweder die Spalte 0 nehmen oder wir könnten die Spalte 2 nehmen. So, wenn ich jetzt die Spalte 2 auswähle, weil das sind ja die Werte, die ich sehen möchte, dann kann ich da draufklicken und dann, ganz wichtig, unter den erweiterten Optionen kann ich sagen, wie möchte ich denn diese Werte darstellen. Also Standard ist jetzt hier die Anzahl. Also wenn ich das tun würde und auf OK klicke, einfach, dann sehe ich jetzt hier nur, naja gut, ich habe hier überall eine 1, das ist eben die Anzahl der Werte, die da drin stehen, und einmal habe ich eine 2 hier drin. Wir erinnern uns, diese 2, weil der Larry ja 2 Scores hatte. Das ist aber nicht das, was ich möchte. Deswegen gehe ich nochmal zurück und bin jetzt wieder hier. Also nochmal, markieren, habe ich schon getan, Spalte pivotieren und jetzt eben sagen, okay, die Wertespalte ist nicht Spalte 0, sondern die Spalte 2. Und wieder die erweiterten Optionen anklicken und eben diesmal nicht die Anzahl nehmen. Jetzt haben wir hier die Option Anzahl alle, Anzahl nicht leer oder nicht aggregieren. Wenn ich jetzt sage nicht aggregieren, ja, weil ich möchte ja diese Werte nicht aggregieren, ich möchte ja nicht für Tom eine 1 sehen, ich möchte sondern den Namen sehen und sein Wert. Also die Klasse 101 und den Wert 80. Das heißt, wenn ich nicht aggregieren hier auswähle, bekomme ich zwar das Ergebnis, aber wir werden in einen Fehler da reinlaufen. Und das werdet ihr gleich sehen. Wenn ich jetzt OK klicke, dann habe ich, ihr seht hier, einen Fehler, ein Error.
Weil für Tom und Jane funktioniert das ohne Probleme. Weil die haben den Kurs einmal besucht und haben entsprechend auch einen Score hier von 80 oder 89. Haben also bestanden. Der Larry hat aber 2 Scores, wie wir schon gesehen haben, 70 und 95. Und das ist genau das Problem. Weil wenn wir hier sagen, wir möchten es nicht aggregieren, haben wir für diese eine Zelle hier 2 Werte. Und das ist auch genau das Problem. Wir haben eine Liste von Werten, nämlich 70 und 95. Und genau deswegen tritt halt hier dieser Fehler auf. Also was können wir tun? Ich gehe nochmal zurück, ich lösche das nochmal. Letztendlich müssen wir irgendeine Aggregation hier mitgeben. Und das können wir am besten tun, indem wir zuerst die Spalte in einen Text umwandeln, also hier auf Text klicken. Dann haben wir nämlich mehr Aggregationsmöglichkeiten. Und jetzt nochmal Spalte 1 anklicken, sagen Spalte pivotieren und dann sagen, okay, die Wertespalte ist jetzt wieder Spalte 2, also diese hier. Und jetzt bei den erweiterten Optionen seht ihr jetzt gleich, dass wir jetzt eben noch zusätzlich Minimum, Maximum und Medium haben. Also wir haben jetzt neben der Anzahl auch eben diese Werte drin, weil wir es vorher in einen Text umgewandelt haben. Und jetzt müssen wir halt irgendeine Aggregation wählen, die für uns passt. Beispielsweise, mich interessiert eigentlich nur, wenn der Larry es geschafft hat beim zweiten Mal, was für einen Wert hat er denn dann erzielt? Dann könnte ich jetzt hier das Maximum auswählen. So, Maximum. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann seht ihr entsprechend, ich habe jetzt keinen Fehler mehr, passt alles. Und ich sehe jetzt für jeden Studenten jede Klasse, die er oder sie besucht hat. Und ich sehe entsprechend hier die beste Bewertung der Klausur oder was auch immer da geschrieben wurde. Ja? Okay. Und jetzt natürlich könnte ich das Ganze hier eben über Start, dann schließen und laden, in meinen Power BI-Bericht reinladen und dann könnte ich das Ganze auch anfangen zu visualisieren. Beispielsweise, was war denn jetzt der höchste Score für jeden der Studenten oder andere Sachen. Ja? Also das ist, wie gesagt, hier nur ein ganz kleiner Datensatz, aber das Problem lässt sich natürlich beliebig auch auf größere Datensätze anwenden. Also wenn ihr mal in so einen Fehler reinlaufen solltet, dann wisst ihr jetzt hoffentlich, wie ihr damit umgehen könntet und auch, warum dieser Fehler überhaupt auftritt. Wir können eben hier, wie gesagt, für so eine Spalte dann nur einen Wert auswählen und hier haben wir jetzt eben den höchsten Wert ausgewählt. Kann das natürlich auch über das Minimum machen oder den Median oder was auch immer man da aggregieren möchte, aber so auf jeden Fall haben wir eben das Problem des Fehlers sozusagen gelöst. Gut, das war's dann auch für dieses Power BI Video. Ja, wie immer, ich hoffe, das war hilfreich und interessant. Ansonsten, ihr könnt das natürlich auch gerne selbst mal ausprobieren, vielleicht auch mit euren eigenen Daten, wenn ihr möchtet. Und dann bitte, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben und bitte vergesst auch nicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren. Ja, das würde mir sehr helfen und würde mich freuen und natürlich auch mich motivieren, noch mehr Videos für euch zu machen. Gut, dann bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!